Gebäude sind weit mehr als nur Schutzräume. Sie sind die DNA unserer Zivilisation. Manifeste aus Stein, Stahl und Glas, die von Macht, Glauben und technologischem Fortschritt erzählen. Das Bauwesen ist die Kunst und Wissenschaft, die unsere Welt buchstäblich geformt hat. Von den ersten Tempeln der Menschheit bis zu den Wolkenkratzern der Gegenwart erzählt uns jedes Bauwerk eine Geschichte von Hoffnung, Genialität, aber auch von Hybris und Katastrophen. Diese Reise führt uns durch Jahrtausende menschlicher Baukunst. Wir entdecken die Techniken, die Pyramiden und Kathedralen ermöglichten. Wir untersuchen Materialien, die das Bauen revolutionierten, von römischem Beton bis zu intelligenten Werkstoffen der Zukunft. Und wir analysieren die spektakulären Fehler, die uns zwangen, die Regeln neu zu schreiben. Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungsreise zu den Fundamenten unserer Welt. Die Geschichte des Bauens beginnt mit einem Paukenschlag. Nicht mit einfachen Hütten, sondern mit Monumenten. Der Göbekli Tepe in der Türkei, 11.000 Jahre alt, wurde von Jägern und Sammlern errichtet, lange vor dem Ackerbau. Der Drang, Großes zu schaffen, ist tief in uns verwurzelt. Den ersten Höhepunkt erreichte diese Kunst am Nil. Der Bau der ägyptischen Pyramiden war eine logistische Meisterleistung. Entgegen populärer Mythen waren es keine Sklavenheere, sondern gut organisierte, bezahlte Arbeiter. Mit einfachen Werkzeugen aus Kupfer brachen sie Millionen Tonnen schwere Steinblöcke. Der Transport? Auf Holzschlitten, deren Reibung man vielleicht durch das Befeuchten des Sandes verringerte. Und um die Steine in die Höhe zu bringen, nutzten sie komplexe Rampensysteme. Es war ein Lernprozess, von der flachen Mastaba über die Stufenpyramide bis zur perfekten Form der Cheops-Pyramide. Während die Griechen später die Ästhetik perfektionierten und mit ihren Säulenordnungen Regeln für Proportionen schufen, fand die wahre technologische Revolution in Rom statt. Die Römer erfanden einen Baustoff, der alles veränderte: Opus caementitium, der römische Beton. Die Mischung aus Kalk, Wasser und Puzzolanen, vulkanischer Asche, war ein Quantensprung. Dieses künstliche Gestein war enorm druckfest und wasserfest. Man musste es nicht behauen, sondern konnte es in Schalungen gießen. Das ermöglichte schnellen Massenbau und völlig neue Formen. Ohne Beton wäre das Pantheon undenkbar. Seine gewaltige Kuppel mit 43 Metern Durchmesser blieb über 1300 Jahre die größte der Welt. Die Ingenieure tricksten. Unten verwendeten sie schwere Zuschläge, oben leichten Bimsstein, um Gewicht zu sparen. Ebenso ermöglichte Beton den Bau kilometerlanger Aquädukte. Die Römer schufen damit die Infrastruktur, die ihr riesiges Reich zusammenhielt. Eine Leistung, die erst im Industriezeitalter wiederholt wurde. Mit dem Niedergang Roms brach auch die hochentwickelte Baukultur ein. Für Jahrhunderte dominierte der Holzbau. Erst um das Jahr 1000 erlebte der Steinbau seine Wiedergeburt in der Romanik. Die Kirchen dieser Zeit spiegeln eine unruhige Welt wider. Sie wirken wie Festungen, Burgen Gottes. Die Romanik ist geprägt von massiven Mauern, kleinen Rundbogenfenstern und wuchtigen Tonnengewölben. Das enorme Gewicht der Steindecken musste von dicken Wänden getragen werden. Die Innenräume waren dunkel und erdgebunden. Doch Mitte des 12. Jahrhunderts entstand in Frankreich ein radikaler Gegenentwurf: die Gotik. Das Ziel der Baumeister war es, dem Himmel so nah wie möglich zu kommen. Ihre Kathedralen sollten von Licht durchflutet sein. Was spirituell klingt, wurde durch eine der brillantesten Ingenieurleistungen der Geschichte ermöglicht. Der Sprung zur Gotik war eine Revolution im Verständnis der Statik. Die Baumeister entwickelten ein System, das die Lasten völlig neu verteilte. Anstatt das Gewicht flächig auf Mauern zu legen, bündelten sie es mithilfe von Kreuzrippengewölben auf schlanke Pfeiler im Innern. Das Problem war der Seitenschub, die Kraft, die die Pfeiler nach außen drückt. Die geniale Lösung? Das nach außen verlagerte Strebewerk. Es funktioniert wie ein externes Skelett. Strebebögen leiten die Kraft nach außen, wo massive Strebepfeiler sie auffangen und in die Fundamente ableiten. Durch diesen Kunstgriff verlor die Wand ihre tragende Funktion.
Sie konnte aufgelöst und durch riesige Glasfenster ersetzt werden. Die Gotik markiert den Übergang von der Massenbauweise zur Skelettbauweise. Ein Prinzip, das die Architektur bis heute prägt. Nach der Gotik besann sich die Architektur in Renaissance und Barock wieder auf die Formen der Antike. Der nächste radikale Bruch kam erst mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Neue, in Massen produzierte Materialien veränderten das Bauen für immer: Eisen und Glas. Das Symbol dieser Ära war der Crystal Palace in London 1851. Dieses gigantische Gebäude war kein Massivbau, sondern ein riesiger Bausatz aus vorgefertigten Gusseisen- und Glaselementen. Dank dieser modularen Bauweise konnte der Palast in nur 9 Monaten fertiggestellt werden. Eine unvorstellbare Geschwindigkeit. Er war ein Triumph der industriellen Fertigung und zeigte eine neue Ästhetik der Leichtigkeit. Ein weiteres Wahrzeichen ist der Eiffelturm, erbaut 1889. Er besteht nicht aus Stahl, sondern aus speziellem Schmiedeeisen, dem Pudeleisen. Die geniale Gitterstruktur macht den Turm extrem stabile gegen Windkräfte und außergewöhnlich leicht. Würde man das Eisen einschmelzen, wäre die Schicht auf der Grundfläche nur 6 cm hoch. Während diese Eisenkonstruktionen in den Himmel wuchsen, geschah eine unscheinbare, aber folgenreichere Erfindung. Der französische Gärtner Joseph Monnier ärgerte sich über zerbrechliche Blumentöpfe. Er bettete ein Drahtgeflecht in den Zementmörtel ein und erfand 1867 unbeabsichtigt den Stahlbeton. Die Kombination ist genial. Beton ist extrem druckfest, kann aber Zugkräfte kaum aufnehmen. Stahl hingegen ist extrem zugfest. Im Verbundwerkstoff übernimmt der Stahl die Zugkräfte, während der Beton den Druck aufnimmt und den Stahl vor Korrosion schützt. Diese perfekte Symbiose schuf das Fundament für das 20. Jahrhundert und ermöglichte den Bau von Wolkenkratzern und unserer modernen Infrastruktur. Der Fortschritt im Bauwesen ist keine gerade Linie. Er ist gepflastert mit Katastrophen, aus denen Ingenieure die schmerzhaftesten, aber wichtigsten Lektionen gelernt haben. Bauvorschriften sind oft ein in Blut und Trümmern geschriebenes Geschichtsbuch. Lektion 1: Die unsichtbare Kraft. 1940 stürzte die Tacoma Narrows Bridge in den USA nur 4 Monate nach ihrer Eröffnung ein. Die Brücke war zu schlank und geriet bei mäßigem Wind in eine unkontrollierbare Torsionsbewegung. Die Ursache war kein einfacher Resonanzfall, sondern aeroelastisches Flattern. Dabei verstärkte die Verdrehung des Brückendecks selbst die Schwingung in einem selbsterregenden Zyklus, bis das Material versagte. Tacoma war eine brutale Lektion über die unterschätzte Kraft der Aerodynamik. Seitdem sind Windkanaltests für Hängebrücken obligatorisch. Lektion 2: Der Teufel im Detail. 1981 stürzten im Hyatt Regency Hotel in Kansas City 2 übereinander hängende Gehwege ein. 114 Menschen starben. Die Ursache? Eine winzige Änderung im Design während des Baus. Statt einer durchgehenden Gewindestange, die beide Wege hält, wurde ein System aus 2 separaten Stangen installiert. Diese Änderung verdoppelte die Last auf eine kritische Verbindungsmutter am oberen Gehweg, die dafür nicht ausgelegt war und versagte. Ein fataler Fehler durch Fahrlässigkeit und mangelnde Kommunikation. Lektion 3: Der Dominoeffekt. Manchmal führt ein lokales Versagen zum Gesamteinsturz, dem progressiven Kollaps. Beim Ronan Point Turm in London 1968 löste eine Gasexplosion im 18. Stock eine Kettenreaktion aus. Sie drückte eine tragende Außenwand weg. Ohne diese Stütze stürzten die Stockwerke darüber ein und rissen die darunter liegenden mit, bis eine ganze Ecke kollabierte. Noch schrecklicher war der Einsturz des Sampong-Kaufhauses 1995 in Seoul mit 502 Toten. Das war das Ergebnis von Gier und Korruption. Tragende Säulen wurden entfernt, ein Stockwerk illegal aufgesetzt.
Als Risse auftraten, weigerte sich die Leitung, das Gebäude zu evakuieren. Sampung ist ein Mahnmal dafür, dass die beste Ingenieurskunst machtlos ist, wenn ethische Prinzipien ignoriert werden. Das 20. Jahrhundert war das Zeitalter des Stahlbetons. Doch der ökologische Preis ist hoch. Die Zementherstellung allein ist für rund 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das 21. Jahrhundert steht vor neuen Herausforderungen: Klimawandel und Ressourcenknappheit. Die Antwort liegt in 2 parallelen Revolutionen. Die erste Revolution ist digital. 3D-Druck von Gebäuden ist keine Science-Fiction mehr. Riesige Drucker tragen Schicht für Schicht ein spezielles Beton- oder Lehmgemisch auf. Das erste 3D-gedruckte Wohnhaus Deutschlands steht in Beckum. Diese Technologie verspricht nicht nur enorme Beschleunigung und Kostensenkung, sondern auch neue Designfreiheit. Geschwungene, organische Formen kosten im Druck nicht mehr als eine gerade Wand. Gleichzeitig erobern Roboter die Baustellen, um den Fachkräftemangel zu kompensieren. Maurerroboter können ein Haus in wenigen Tagen mauern. Bohrroboter erledigen präzise, anstrengende Überkopfarbeiten. Und Drohnen überwachen den Baufortschritt. Künstliche Intelligenz sorgt dabei für die präzise Umsetzung vom digitalen Plan zur physischen Baustelle. Die zweite Revolution ist materiell. Forscher arbeiten an intelligenten und nachhaltigen Alternativen zum Stahlbeton. Ein Top-Kandidat ist Carbonbeton. Hier wird die Stahlbewehrung durch ein Gitter aus Carbonfasern ersetzt. Carbon ist leichter und tragfähiger als Stahl. Entscheidend ist, es rostet nicht. Die schützende Betonschicht kann viel dünner sein. Das spart bis zu 80% Material und CO2. Das erste Gebäude aus diesem Material, der Cube, steht in Dresden. Eine weitere faszinierende Entwicklung ist selbsthallender Beton. Diesen Beton werden spezielle Bakterien beigemischt. Entsteht ein Riss, werden die Bakterien durch Wasser aktiv und produzieren Kalkstein, der den Riss von innen versiegelt. Diese Revolutionen greifen ineinander. Die Zukunft ist nicht nur Hightech, sondern auch Biotech. Unsere Reise führte uns von den Steinen Ägyptens über die Kathedralen Europas bis zu den Stahlskeletten der Moderne. Jede Epoche hat ihre Meisterwerke und ihre Fehler hervorgebracht. Jede Innovation hat die Grenzen des Möglichen verschoben. Heute stehen wir an der Schwelle zur vielleicht wichtigsten Revolution der Baugeschichte. Die Herausforderung ist nicht mehr, die Schwerkraft zu überwinden. Die zentrale Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist es, ein nachhaltiges Gleichgewicht mit unserem Planeten zu finden. Digitale Werkzeuge und intelligente, biologisch inspirierte Materialien geben uns die Chance, Gebäude zu errichten, die nicht nur effizienter, sondern auch langlebig und im Einklang mit unserer Umwelt sind. Was glauben Sie? Welche Technologie wird das Bauen in Zukunft am stärksten verändern? Diskutieren Sie mit in den Kommentaren. Und wenn Sie mehr über die Geschichte der Technik sehen wollen, abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie kein Video mehr.